Im DeFi-Space ist gerade die Hölle los. Ein Hack jagt den nächsten und Nutzer verlieren gerade sehr viel Kapital. Doch vor kurzem hat sich etwas verändert. Der letzte Hack war nicht nur einfach ein isoliertes Ereignis, sondern ein Systemevent. Und genau das führt dazu, dass sich das Narrativ rund um Krypto und DeFi gerade stark verändert und viele anfangen zu hinterfragen oder zumindest umzudenken. Wenn auch du vom Kelp DAO-Hack betroffen bist oder an anderer Stelle schon einmal Federn gelassen hast, ist dieses Video genau für dich gemacht. Wenn du verstehen willst, was gerade wirklich abgeht und jetzt wichtig ist, dann bleib dran, es lohnt sich. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir werden uns heute den Kelp DAO-Hack mal von einer etwas anderen Perspektive angucken und ein paar alternative Gedanken dazu teilen. Wenn auch du betroffen bist, dann bist du hier heute genau richtig. Eins vorab, dieses Video zu erstellen hat wirklich immens viel Arbeit gemacht. Zum einen in der Recherche, aber auch um die Ideen, die daraus erwachsen, generieren zu lassen. Und wenn ihr das honorieren wollt, dann schenkt uns bitte einen Daumen hoch. Das hilft uns dabei, dass das Video noch an viele andere Menschen herausgetragen wird. Was ist also konkret passiert? Wir hatten einen 300 Millionen US-Dollar Hack über eine Cross-Chain-Bridge, die mit der Kelp DAO verbunden ist. Was ist konkret passiert? Ein Hacker hat Fake-Nachrichten benutzt und hat die Bridge damit gespeist und dieses System, also diese Bridge, hat tatsächlich diese falschen Daten angenommen. Was wurde in der Konsequenz damit gemacht? Es wurden ungedeckte Ether erzeugt. Man kann hier also von einem Inflation-Hack sprechen. Dann ist es so gewesen, dass diese inflationierten Ether als Kollateral auf Aave genutzt wurden, um einen Kredit zu erhalten. Und das war wirklich clever. Warum genau, werden wir in ein paar Minuten noch genauer uns anschauen. Daraufhin ist natürlich das Aave Total Value Locked um 6 bis 8 Milliarden US-Dollar gesunken, als eben festgestellt wurde, dass dieser Hack aufgetreten ist. Und insgesamt sind 13 Milliarden Dollar Gesamtanfluss in DeFi-Space innerhalb von 48 Stunden vonstatten gegangen. Und das impliziert eins, dass hier der ganze Markt wirklich Panik hatte. Genau dieser Hack zeigt aber ein viel größeres Problem auf. Und zwar im DeFi-Space gibt es in der Zwischenzeit keine isolierten Risiken mehr. Denn wir sprechen hier, und das hat dieser Hack ganz eindeutig gezeigt, von Systemrisiken, die auf komplette Ökosysteme, auf komplette Blockchains durchschlagen. Die verschiedenen Stellen, die verschiedenen Protokolle, die Anlaufstellen im DeFi-Space sind also viel mehr vernetzt, als wir bisher angenommen haben. Wie schon gesagt, es ist nicht mehr alles isoliert zu betrachten. Und das ist jetzt die Quintessenz aus der ganzen Sache, Schäden, also Vermögensschäden, Kapitalverluste, die können auch entstehen, obwohl Protokolle keine Schwächen aufweisen. Was das bedeutet, gucken wir uns jetzt im nächsten Schritt genauer an. So, und jetzt wollen wir im nächsten Schritt klären, warum Aave und das Aave-Protokoll tatsächlich nicht versagt hat und euer Kapital zu diesem Zeitpunkt zumindest trotzdem nicht sicher war und eben Kapitalverluste dadurch entstanden sind. Der Hacker, der nämlich diese ungedeckten Ether von der Bridge gemintet hat, der war ziemlich klug. Er hat, um nochmal euch daran zu erinnern, diese, wie schon erwähnt, inflationierten Ether gegen gedeckte Ether eingetauscht. Wie hat er das gemacht? Er hat die inflationierten Ether bei Aave ins Lending hineingegeben. Er hat also Kollateral zur Verfügung gestellt und hat gegen dieses Kollateral einen Kredit in Ether aufgenommen, die aber natürlich gedeckt sind. Und somit war natürlich eine Sperrung der Ether nicht mehr so einfach zu rechtfertigen, weil die Kelp DAO, das unterstelle ich jetzt einfach mal, bestimmt die Möglichkeit gehabt hätte, diese fälschlich geminteten Ether, diese inflationierten Ether, auf irgendwelche Arten zu sperren bzw. einzufrieren. Denn sie haben ja ganz genau gesehen, was die Bridge gemintet hat und welche Ether das tatsächlich waren. Und das hat der Hacker natürlich zumindest vermutet, dass dieses Risiko bestehen könnte und hat sich gedacht, okay, er wird diese jetzt eintauschen. Und zwar hat er dann bei Aave seine unrechtmäßig erworbenen Ether reingegeben und hat dafür die Ether, die andere Nutzer als Kredit zur Verfügung stellen, für sich beansprucht. Und das ist natürlich schwierig,
diese Ether zu sperren oder einzufrieren oder was auch immer, weil diese ja anderen wirklich gehören. Deswegen war das, wie schon gesagt, ein relativ kluger Schachzug. Also eine Sperrung von diesen Ether ist einfach nicht mehr möglich und jetzt hat er natürlich wesentlich freiere Hand, die ganze Sache auch irgendwie zu liquidieren. Und jetzt stellen wir einfach mal nur fest, dass hier nicht der Fehler bei Aave gelegen hat, denn das Aave-Protokoll hat genau das getan, was es soll. Es hat Kollateral angenommen und auf der anderen Seite als Kredit wieder ausgegeben. Es lag also keinerlei Vulnerabilität, kein Fehler in den Smart Contracts im Code vor, sondern der Hacker hat einfach nur einen Mechanismus missbraucht und einen Vorteil sich daraus verschafft. Und warum das passiert ist, liegt an folgendem Grund. Aave und auch alle anderen Protokolle, die können nicht unterscheiden, ob das Kollateral, welches entgegengenommen wird, aus gedeckten Ethern besteht oder aus ungedeckten Ethern. Und das ist auch relativ einfach nachzuvollziehen. Und zwar wollen wir euch mal ein Beispiel aus der alltäglichen Praxis im traditionellen Finanzbereich hier weitergeben. Stellt euch vor, ihr geht zu einer Bank und nehmt einen Kredit auf. Und bei der Bank ist es ja so, dass diese nicht die Kundengelder auf der einen Seite annehmen, um sie auf der anderen Seite als Kredit wieder auszugeben. Nein, das ist nicht so, denn im traditionellen Finanzsystem werden Fiat-Währungen durch Kredite inflationiert, mitunter durch Kredite inflationiert. Denn wenn tatsächlich das Kapital der Sparer als Kredite auf der anderen Seite wieder ausgegeben werden, dann dürfte sich die Bilanz bei einer Bank, bei einer Kreditausreichung nicht verlängern. Das heißt, die Bilanzsumme dürfte nicht ansteigen. Das tut es aber. Wenn wir nämlich nur von der einen Seite, von der Passivseite auf die Aktivseite etwas verschieben, dann sollte sich die Bilanzsumme nicht erhöhen. Und das würde eigentlich passieren, wenn man einfach nur bestehendes Kapital auf der anderen Seite wieder ausgibt. Dann gibt es nur eine Bilanzverschiebung und keine Bilanzerhöhung. Und das ist der Beweis dafür, dass tatsächlich bei jeder Kreditgewährung neues Fiat-Geld aus dem Nichts heraus erschaffen wird. So, und jetzt, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen. Wenn ihr jetzt diesen Kredit abhebt, zum Beispiel in Bargeld oder auch nicht, und geht dort in ein Geschäft zum Einkaufen, woher weiß dann das Geschäft, ob das jetzt Fiat-Währungen sind, die vorher schon entstanden haben oder die gerade erst aus dem Nichts heraus geschaffen wurden? Das kann es einfach nicht. Diese Möglichkeiten hat es nicht. Und genau das Gleiche trifft eben bei Aave ebenfalls zu. Aave vertraut also auf den Bridge-Mechanismus. Diese Bridges sind genau dafür da, um eben solche Inflation-Hacks zu verhindern und dass die Bridges immer nur neue Token ausgeben, wenn auch eine Hinterdeckung dafür vorhanden ist, sprich wenn auf der anderen Seite Token weggesperrt wurden, und macht genau das Gegenteil, verbrennt diese vorher geminteten Token wieder, um auf der anderen Seite vorher weggesperrte freizugeben. Trotzdem ist den Aave-Nutzern hier ein Verlust entstanden. Hier wird erst noch geklärt von der Kelp DAO, wie die Verluste tatsächlich verteilt werden, ob das innerhalb der Blockchain ist, ob das über alle Blockchains verteilt wird und so weiter und so fort. Minimum sind hier aber die Nutzer, die genau diese Ether gestaked haben, mit mindestens 20% betroffen. Also sie erleiden zumindest mal einen Verlust, der etwa 20% von ihrer ursprünglichen Einlage beträgt, wenn nicht sogar noch mehr, je nachdem, wie eben die Verlustverteilung stattfindet. Wir stellen also folgerichtig fest, dass Cross-Chain-Bridges im DeFi-Space die bisher größte Schwachstelle sind. Warum? Das sind enorm komplexe Smart Contracts und diese haben einen sehr fordernden Aufgabenbereich, und zwar die Kommunikation zwischen zwei Blockchains zu organisieren. Und wir wissen, dass die Sprachen zwischen den beiden Blockchains sehr stark abweichen, vor allem wenn sie nicht innerhalb einer gewissen Kompatibilität programmiert wurden. Also wir reden hier nicht mal nur von EVM-kompatiblen Blockchains wie Ethereum, Arbitrum, Avalanche und so weiter und so fort, sondern vielleicht auch von Bitcoin, Ethereum, Solana, Ethereum, Monero, Bitcoin und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine sehr fordernde Aufgabe. Diese Bridges, die sollen, wie wir vorher schon erwähnt haben, überwachen, dass eben diese Inflationierung nicht stattfindet, weil im Endeffekt immer nur ein Platzhalter-Token auf einer anderen Blockchain ausgegeben wird, wenn der Ursprungstoken auf der ursprünglichen Blockchain auch weggeschlossen wird. Und hier wird eben über diesen Mechanismus
sichergestellt, dass keine Inflationierung der digitalen Assets vonstatten geht. Und soll eben auch dazu führen, dass eine jederzeitige 100%ige Deckung der neu geminteten Token auf der anderen Blockchain repräsentiert durch die Bridge existiert. Leider ist es aber auch so, dass diese Bridges bereits schon zu oft gehackt wurden und in der Tat knappe 3 Milliarden US-Dollar Total Value Hacked hier in den letzten 10 bis 15 Jahren entstanden sind. Mal zum Vergleich, der insgesamte Schaden durch Hacks im DeFi-Space beläuft sich auf etwa 16 Milliarden US-Dollar. Das heißt, etwa 20% des kompletten Hack-Volumens sind auf solche Bridges entfallen. Und das spricht natürlich eine sehr klare Sprache. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt. DeFi ist oft bei weitem nicht so zentral, wie du denkst und wie die anderen denken. Und hierfür ist es wichtig, dass wir uns mal das Thema Immutable Smart Contracts und Backdoors angucken. Es gibt gewisse Smart Contracts, und das aus gutem Grund, die immutable sind. Das bedeutet, aus dem Englischen übersetzt, die können nicht verstummen. Das heißt, die kann niemand mehr abschalten. Die wurden so auf die Blockchain gebracht, dass nur noch minimale Veränderungen, zum Beispiel in der Gebührenstruktur von den ehemaligen Entwicklern, möglich sind und dass die Arbeit der Smart Contracts nie wieder aufhören kann, vorausgesetzt natürlich, dass die Blockchain nicht insgesamt abgeschaltet wird durch einen zum Beispiel globalen Stromausfall. Und genau diese Art von Smart Contracts, die genießen auch das höchste Vertrauen, weil hier wenige Hintertüren und wenige Parameter hinterlegt sind, die überhaupt eine Veränderung der Smart Contract Parameter ermöglicht. Allerdings ist es auch so, dass es notwendige Hintertüren geben muss, um besonders in der Anfangszeit von Protokollen, wenn die Entwickler erst einmal austarieren, welche Parameter denn überhaupt wichtig sind, wie diese angepasst werden müssen und so weiter und so fort, dass diese tatsächlich notwendig sind und man auch von Anfang an nicht komplett vermeiden kann. Es ist also ein ziemlich schwieriger Spagat zwischen der Sicherheit, aber auch der Flexibilität von DeFi-Protokollen, diesen Spagat eben zu behalten. Und ja, das macht die ganze Sache wirklich so anspruchsvoll. Und ja, das führt natürlich oft zu Risiken, die, wie wir gesehen haben, schlagend werden, weil eben Hacker genau diese Backdoors ausnutzen und dann eben auch die Smart Contracts mit ihren Funktionen missbrauchen können. Und da stellen wir mal wieder fest, dass das Thema TradFi gerade doch wieder etwas attraktiver wird, weil Hacks und Kapitalverluste in diesem Ausmaße im traditionellen Finanzbereich bei weitem nicht vorkommen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und hier stellen wir mal wieder fest, Selbstverwahrung ist ein absolutes Muss und indiskutabel. Es ist wesentlich und essentiell, dass ihr eigene Wallets und eigene Strategien nutzt. Das bedeutet also, dass es tatsächlich um einiges mehr Sinn macht, dass ihr lernt, was andere bisher für euch gemacht haben. Bedeutet also, wenn ihr irgendwelche Vaults oder fremdverwahrte Strategien genutzt habt, dann macht euch lieber mit den Mechanismen vertraut, damit ihr durch das Minimieren solcher Instrumente, also solcher Vaults oder andere Fremdverwahrungen, dann das Smart Contract Risiko für euch reduzieren könnt. Oder ihr verzichtet einfach auf ein bisschen Rendite, um hier, wie schon gesagt, ebenfalls das Smart Contract Risiko zu reduzieren. Das sind also, was diese Selbstverwahrung und die Selbstverantwortung eurer Assets angeht, wesentliche Treiber für eure eigene Sicherheit der digitalen Assets. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmal auf die Gefahr von Restaking-Tokens eingehen, denn der Kelp-DAO-Hack, der wurde ja mit Restaking-Tokens abgezogen. Und hier ist es natürlich so, dass diese Restaking-Token wahnsinnig komplexe Derivate darstellen. Und je komplexer ein Derivat ist, desto höher ist auch das damit einhergehende Risiko. In diesem Zusammenhang möchten wir auch mal noch an die Subprime-Krise aus dem Jahr 2007, 2008 erinnern, die dann in die weltweite Wirtschaftskrise gemündet ist. Das war zu diesem Zeitpunkt genau der gleiche Hintergrund. Genau das gleiche Risiko ist zu diesem Zeitpunkt schlagend geworden. Mehrfach verschachtelte Risiken, die zu guter Letzt keiner mehr wirklich verstanden hat. Irgendwelche Retail-Anleger haben Zertifikate und Derivate gekauft, die zwar eine schöne Rendite bezahlt haben, aber das Risiko, das sie für
diese Rendite eingegangen sind. Das haben die wenigsten verstanden und das hat auch dazu geführt, dass wahnsinnig viele finanzielle Existenzen zu dieser Zeit vernichtet wurden. Weiterhin ist es auch so, dass ein riesiges Volumen in diesem Restaking-Bereich abgewickelt wurde. Bedingt auch die Tatsache, dass ziemlich viele Airdrops von diesen ganzen Restaking-Protokollen angekündigt wurden. Deswegen sind da massiv Volumina reingeflogen und das hat natürlich zu enormen Kapitalkonzentrationen in einzelnen Protokollen geführt. Das hat Hypes erzeugt und diese Hypes, die ziehen natürlich Hacker an. Warum? Wenn ihr die Möglichkeit habt, als Hacker mit einem Job 100 Millionen zu erbeuten oder 1 Million, dann nehmt ihr natürlich das mit dem höheren Risk-Reward-Ratio. In der Regel ist die Hackerarbeit auch ähnlich. Und ein erfolgreicher Hack ist natürlich bei größeren Protokollen wesentlich lukrativer als bei kleineren. Und deswegen ziehen eben diese Kapitalkonzentration und Hypes Hacker umso mehr an. Und hier stellt sich einfach mal die Frage, ist die Zusatzrendite dieses Risiko wert? Und die Frage beantworten die Opfer der Hacks, besonders des Kelp DAOs Hacks, glaube ich, in der Zwischenzeit etwas anders als noch vor zum Beispiel einem halben Jahr. Kommen wir mal zu einem nächsten sehr interessanten Punkt. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wieso andere Lending-Märkte auch isolierte Pools nutzen? Wir können hier zum Beispiel Morpho oder Euler zum Beispiel nennen. Ziehen wir mal einen Vergleich zwischen Aave und zum Beispiel Morpho und Euler. Bei Aave wird Kredit, welcher durch schlechte Assets erzeugt wurde, sozialisiert. Und es ist viel Volumen, aber auch in den einzelnen Pools vorhanden. Das ist ein Vorteil, das kann aber auch, wie wir gesehen haben, zu einem Nachteil erwachsen. Wir haben natürlich große Volumina, sodass das Protokoll auch sehr effizient genutzt werden kann. Aber durch diese Sozialisierung der schlechten Kredite entsteht dadurch natürlich auch ein Nachteil. Warum? Weil es keine Isolation gibt. Das heißt, die Assets, die sind cross-asset verfügbar. Ihr könnt Bitcoin als Kollateral zum Beispiel einzahlen und dann USDC, USDT, Ether und was auch immer als Kredit herausminden. Ihr könnt also mit jedem Asset, bis auf wenige Ausnahmen, auch jedes Asset als Kredit wiederum aufnehmen. Das ist diese Cross-Asset-Verfügbarkeit. Bei Morpho, Euler und so weiter und so fort ist es etwas anders. Der schlechte Kredit, der wird nicht über alle Pools sozialisiert, sondern betrifft nur das einzelne Poolpaar. Und dadurch, dass es viele Poolpaare gibt, ist natürlich aber auch das Volumen viel geringer. Das ist wiederum ein Vorteil und ein Nachteil. Großer Vorteil ist, dass eben schlechte Kredite nicht über das komplette Protokoll sozialisiert werden, sondern nur in dem betreffenden Poolpaar. Das heißt, der Schaden kann sehr stark in Grenzen gehalten werden. Nachteil ist aber auch, dass diese Protokolle bei weitem nicht so kapitaleffizient arbeiten, wie zum Beispiel Aave und ähnlich Verwandte. Warum ist das so? Weil eben die Pools vollkommen isoliert voneinander sind. Es gibt zum Beispiel ein Poolpaar Bitcoin USDT, dann gibt es ein Poolpaar Bitcoin USDC, Ether USDT und so weiter und so fort. Es gibt also für jede mögliche Kombination ein Poolpaar und für jedes Poolpaar brauchen wir auch separate Liquidität. Und hier ist wiederum die ganze Sache so, dass es genau andersherum ist wie bei Aave. Es gibt keinerlei Cross-Asset-Verfügbarkeit. Ihr könnt nur das Asset als Kredit aufnehmen, das auch mit dem Kollateral in dem entsprechenden Poolpaar verbunden ist. Und hier seht ihr, dass genau das diese Protokolle dafür geschützt hat, dass sie genauso stark angegriffen wurden wie Aave. Denn bei Morpho oder Euler ist es natürlich für den Hacker bei weitem nicht so lukrativ, die einzelnen Pools anzugreifen, weil einfach das Volumina viel zu gering ist. Das Volumen ist so gering, dass der Aufwand für einen Hack den Ertrag eher nicht rechtfertigt. Und hier ist ausgeschlossen ist, dass der Hacker 300 Millionen US-Dollar mit dem Hack eines Pools oder mit dem Hack eines Mechanismus für sich beanspruchen kann, weil einfach die einzelnen Poolpaare bei Morpho wesentlich geringer sind. Und hier seht ihr, dass es einfach Vorteile, aber auch Nachteile hat, die dementsprechenden Protokolle unterschiedlich zu organisieren und die Mechanismen anderweitig auszugestalten. Und jetzt möchten wir zu guter Letzt noch auf das Thema Blockgröße und Intervall eingehen. Und wir glauben, dass dieser Kelp DAO Hack-Vorfall jetzt auch wieder so ein bisschen dazu führen könnte, dass der Block Size War
aus der Vergangenheit wieder entfacht wird und aktueller wird. Warum? Gehen wir mal kurz miteinander durch, was es bedeutet. Vergleichen wir mal 2 bis 3 verschiedene Blockchain-Arten miteinander. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Bitcoin her. Wir wissen, dass bei Bitcoin die Blöcke alle circa 10 Minuten gemeint werden. Wir haben auch eine relativ geringe Blockgröße von 1 bis 2 MB, bezogen auf die Tatsache, dass wir nur alle 10 Minuten einen Block haben. Und das führt natürlich dazu, dass wir bei Bitcoin verhältnismäßig hohe Transaktionskosten haben, beziehungsweise die Auslastung relativ schnell ansteigt und die ganze Blockchain auch verhältnismäßig träge ist. Wenn wir jetzt hier uns mal Ethereum angucken, dann haben wir alle ca. 12 Sekunden einen frischen Block und die Blockgröße ist aber variabel. Wir haben hier aber im Durchschnitt ca. 1 bis 200 Kilobytes pro Block. Und das ist natürlich schon um einiges höher im Vergleich zu Bitcoin, also im Bezug zu den 12 Sekunden Blocks bei Ethereum. Und das führt aber auch trotzdem dazu, dass wir immer noch relativ hohe Transaktionskosten vergleichsweise auf der Ethereum-Blockchain haben und diese auch relativ träge ist. Wenn wir Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain durchführen, dann ist es halt so, dass wir im Mittel 12 Sekunden auf die Bestätigung unserer Transaktion warten. Und wenn man viele Transaktionen hat, dann kann sich das natürlich ordentlich in die Länge ziehen. Das haben wir selber auch schon am eigenen Leibe erfahren. Wenn wir uns jetzt aber mal die Arbitrum-Blockchain angucken, die alle 0,25 Sekunden, also im Durchschnitt 4 Blocks pro Sekunde erzeugt, dann wissen wir auch, dass hier der Grund für die niedrigen Transaktionskosten und die Agilität der Blockchain gefunden ist. Und jetzt stellt sich hier einfach die Frage, wie man die Blockchains für sich nutzen möchte. Denn es gibt einmal effiziente Blockchains und es gibt einmal Blockchains, die weniger angreifbar sind, genau durch vielleicht diese Trägheit und durch die geringe Blockgröße. Denn stellt euch einfach mal vor, ihr seid ein Hacker, dann guckt ihr auf jede Sekunde. Dann wollt ihr, dass der Hack, bevor ihr Lärm macht, möglichst schnell vonstatten geht. Und dann sind natürlich Blockchains, die relativ schnelle Transaktionsbestätigungen vornehmen, sehr gerne gesehen. Auf der Bitcoin-Blockchain wäre so etwas natürlich unmöglich, vorausgesetzt, dass auf der Bitcoin-Blockchain überhaupt Smart Contracts ausgeführt werden könnten. Denn welcher Hacker möchte sich, wenn er zum Beispiel 5 bis 10 Transaktionen braucht, um den kompletten Hack abzuwickeln, sich 2 Stunden Zeit dafür lassen. In dieser Zeit kann es sein, dass er schon entdeckt wurde und die ganze Sache wiederum im Sande verläuft oder er vielleicht sogar identifiziert wird und geschnappt wird. Das Risiko für Hacker auf solchen trägen Blockchains mit hohen Transaktionskosten, mit geringen Blockgrößen ist einfach viel zu hoch und deswegen weichen diese aus. Und jetzt solltet ihr euch einfach selber mal die Frage stellen, ob es intelligent ist, solche Layer 2 Lösungen zu nutzen. Ja, sie sind attraktiv, weil sie schnell bestätigen, weil sie günstige Transaktionskosten liefern und das ist natürlich für Investoren, die nicht so große Volumina abwickeln, die nicht so große Beträge investieren, sehr, sehr vorteilhaft. Aber es ist auch weiterhin so, dass Ethereum und Bitcoin ihre Daseinsberechtigung haben, weil durch die inhärente Systemstruktur einfach weniger Missbrauch möglich ist. Versteht ihr nun, dass es viel komplexer ist, als viele bisher angenommen haben? Es gibt viel mehr Variablen im DeFi-Bereich zu beachten, als die meisten Menschen und Investoren denken. Es gibt so viele Variablen, die ausbalanciert werden möchten und die auch ihre Daseinsberechtigung haben, beziehungsweise dass Backdoors, die eben Angriffsfläche bieten, einfach ihre Daseinsberechtigung haben und auch am Anfang bei gewissen Protokollen noch notwendig sind oder auch grundsätzlich notwendig sind, weil es immer wieder Anpassungsbedarf bei den verschiedenen Protokollen gibt. Es ist immer so, dass gewisse Vorteile auch gewisse Nachteile an anderer Stelle mit sich bringen. Wie kann man sich jetzt vor solchen Hacks möglichst gut schützen? Erstens mal gilt immer sehr mit Bedacht vorgehen. Wägt alle Eventualitäten ab, die passieren könnten, vor allem diese ganzen Details, die wir jetzt im Laufe dieses Videos alle erwähnt haben, und verzichtet lieber einmal auf ein kleines bisschen der Rendite, wenn euch das Risiko als zu hoch erscheint. Wenn es nur 1, 2, 3% pro Jahr mehr Rendite sind, lohnt es sich wirklich, dieses erhöhte Smart Contract Risiko einzugehen. Diese Frage solltet ihr euch einfach stellen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt,
dass ihr zukünftig nur noch Strategien verwendet, die die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass ihr Opfer von Hacks werdet. Guckt einfach mal in der Videobeschreibung, da haben wir euch einen Link gesetzt. Da könnt ihr euch weitere Informationen holen. Wir hoffen, dieses Video hat euch ein bisschen die Augen geöffnet, hat euch gezeigt, dass es nicht alles so schwarz und weiß ist, wie die meisten Menschen annehmen und dass eben der DeFi-Bereich sehr, sehr komplex ist. Der steckt einfach noch in den Kinderschuhen und ist deswegen auch noch anfällig, aber das ist auch genau der Grund, warum wir im DeFi-Space noch diese enorm hohen Renditen erzielen können, weil einfach viele Investoren es sich noch nicht trauen, weil sie es nicht verstehen oder weil sie das Risiko einfach bewusst nicht eingehen möchten, und das führt natürlich dazu, dass die bestehenden Renditen an weniger Marktteilnehmer verteilt werden. Jetzt soll es auch wieder gewesen sein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns bitte einen Daumen hoch. Das würde uns sehr viel bedeuten. Ansonsten sagen wir immer Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.